Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr eine Office 365 Gruppe anlegen könnt, gegebenenfalls auch gleichzeitig eine Teams-Gruppe. Wir fangen zunächst an, ihr meldet euch einmal im Admin Center an, geht auf aktive Teams und Gruppen und geht dann auf Microsoft 365 Gruppe hinzufügen. Dann gebt ihr zum Beispiel den Namen an, den nenne ich einfach jetzt mal Test 123. Da muss jetzt nicht die E-Mail-Adresse drin stehen. Wir gehen auf Weiter. Der Besitzer muss halt ein User sein mit Lizenz, also in dem Fall natürlich leider nur mein Admin. Dann gehen wir auf Weiter. Als Mitglieder würde ich in dem Fall auch meinen Benutzer nehmen. Und dann geht er auf Weiter. Und jetzt könnt ihr in dem Fall die Domäne nicht auswählen, das heißt, hier nehmt ihr immer die Standarddomäne. Aber ihr könnt dann Alias-Adressen hinzufügen, wie zum Beispiel add andere Domäne, aber standardmäßig immer die primäre Domäne. Hier stelle ich erstmal auf Privat, das könnt ihr einstellen. Privat heißt einfach nur ihr könnt Mitglieder hinzufügen und keiner kann einfach beitreten. Und deswegen habe ich das so eingestellt. Die nennen wir jetzt auch Test 123. Dann überprüft er, ob die E-Mail-Adresse schon existiert. In dem Fall nicht. Wir warten jetzt, dass er hier, genau, der hat das jetzt fertig gemacht. Und hier unten den Haken könnt ihr reinmachen, müsst ihr aber nicht. Das heißt, wenn ihr den Haken reinmacht, legt er automatisch auch eine Teams-Gruppe dazu an. Je nachdem, ich mache es erstmal standardmäßig ohne Teams oder ohne Team, ja, Teams-Team, damit nicht mein Teams zugemüllt wird mit ewig vielen Ordnern. Deswegen habe ich jetzt, in dem Fall mache ich dann auch den Haken raus. Und dann steht mir hier Zuweisen von Administratorrollen zu dieser Gruppe zulassen. Lasse ich raus, also vom Grundprinzip, dass man die Gruppe verwenden kann, um bestimmte Berechtigungen zu verteilen. In dem Fall brauchen wir das nicht, könnt ihr aber auch machen, wenn ihr möchtet. Dann gehen wir auf Weiter. Dann gibt es nochmal eine Zusammenfassung. Dann gehen wir unten auf Gruppe erstellen. Dann ist einmal die Gruppe erstellt. Dann gehe ich hier mal auf Abbrechen. Dann scroll ich. Dann ist wichtig, der liest das nicht sofort. Das heißt, wir müssen da aktualisieren drücken. Und dann habt ihr hier die Test 123 Gruppe. Die zeigt aktuell noch on Microsoft an. Müsst ihr ein bisschen warten. Perfekt. Jetzt ist die Gruppe angelegt und jetzt könnt ihr bestimmte Berechtigungen anpassen, dass ihr auch müsst, zum Beispiel, wenn ihr möchtet, dass die Gruppe auch von extern erreichbar ist. Das heißt, wir klicken einmal die Test 123 an, bekommen erstmal unsere Standardsachen angezeigt, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse, Name und jetzt könnt ihr zum Beispiel bei E-Mail-Adresse auch ganz viele andere hinzufügen von unterschiedlichen Domänen. Gehen wir einmal zurück. Dann geht ihr einmal auf Mitgliedschaft. Da ist einfach nur bezeichnete Mitglieder und wenn es halt Webseiten geben würde, was es nicht gibt, weil ich habe ja die SharePoint-Funktion nicht in Nutzung. Dann geht auf Einstellungen und der Part ist noch ganz wichtig für euch. In dem Fall, wenn ihr möchtet, dass die Adresse erreichbar ist von extern, ist es wichtig, dass ihr diesen Haken setzt. Personen außerhalb der Organisation erlauben, dort sozusagen E-Mails hinzusenden. Wenn der Haken nicht gesetzt ist, kommt jedes Mal, wenn ihr versucht, von extern hinzuschreiben, eine Fehlermeldung, dass Zugriff verweigert wurde. Dann gibt es hier noch einen Haken, zum Beispiel, wenn man die als normale Verteilergruppe missbrauchen will, macht man den Haken rein, dann würde sozusagen einmal in die Gruppe alles auflaufen und zusätzlich noch in das Postfach der Mitglieder. In dem Fall lasse ich es weg. Und jetzt als dritten Punkt gibt es noch die Möglichkeit, dass man diese E-Mail-Adresse zum Beispiel im Outlook ausblendet. Das heißt, wenn man in Outlook ist, auf Gruppen, würde dann die Gruppe ausgeblendet werden. Brauchen wir aber in dem Fall nicht. Deswegen habe ich den Haken hier nicht reingemacht. Und dann gibt es externes Teilen von Dateien. Dadurch, dass das im Hintergrund eigentlich eine Office 365-Teams-Gruppe ist, hängt dahinter normalerweise der SharePoint. Und dann könnt ihr nämlich sagen, wenn bestimmte Leute zugreifen dürfen, in dem Fall ist eigentlich neue und vorhandene Gäste sinnvoll. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel jemanden einladet zu der Gruppe, um zum Beispiel an Dateien zu arbeiten, in Anführungszeichen SharePoint, äh, muss das immer erst validiert werden und nicht jeder mit einem Link kann da bearbeiten. Wäre eher schlecht als recht. Genau. Dann gehen wir einmal auf Speichern.
Und jetzt wäre die E-Mail-Adresse von extern erreichbar, intern so oder so. Das heißt, wenn ihr intern dort eine E-Mail hinschreibt, kommt das immer an. Nur es galt halt von extern. Ja, das war es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare. Für Daumen hoch und die Aufreuen. Dankeschön.